Hallihallo, herzlich willkommen auf dem Nico Stanizor-Kanal. Brötchen oder Brotteige ohne zu kneten sind ja ziemlich im Trend. Und hier, diese Weizen-Vollkornbrötchen, die wir heute backen, die folgen diesem Trend ohne zu kneten. Ich habe jetzt die letzten Wochen alle möglichen Kombinationen ausprobiert, um den Teig so weit zu optimieren, dass dabei eben solche leckeren Weizen-Vollkornbrötchen rauskommen. Während ich dabei war, den Teig zu kneten, kam mir dann der Gedanke, und was ist, wenn ich den Teig jetzt knete? Werden die Brötchen dann vielleicht besser? Ja, und aus diesem Grund möchte ich heute gerne zeigen, ob sich die Brötchen nachher wirklich so sehr unterscheiden, ob man den Teig ohne Kneten führt oder ob man den Teig mit Kneten führt. Mich interessiert dabei vor allen Dingen, was ist die einfachere bzw. was ist die bequemere Methode von beiden und welche du am Ende von beiden bevorzugst. Das Rezept habe ich wie immer hier unten in der Videobeschreibung verlinkt, da geht es zu meiner Homepage. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir einfach an, backen wir leckere, knusprige Weizen-Vollkornbrötchen. Also fangen wir mit dem Teig ohne Kneten an. Dazu brauchen wir ein sogenanntes Brühstück. Dafür erhitzen wir uns 100 Gramm Wasser und wiegen uns 100 Gramm vom Vollkornmehl ab. Und dieses Brühstück ist wichtig insofern, dass, wenn wir das nicht machen, der Teig nachher so weich bleibt, dass, wenn man die Brötchen formt, sie nicht in Form bleiben, also die verlaufen dann. Und wenn wir das Brühstück hier haben, dann kriegen wir dadurch eben mehr Wasser in den Teig. Das Mehl kann dann schon schön aufquellen und das Wasser aufnehmen und der Teig ist dadurch ein bisschen fester und die Brötchen bleiben in Form. Das Brühstück stellen wir uns 12 bis 24 Stunden, bevor wir den eigentlichen Teig machen, her und stellen das dafür dann abgedeckt in den Kühlschrank. Und das ist jetzt hier dann schon der nächste Tag. Da machen wir uns den Sauerteig. Der braucht 6 Stunden. Das heißt also, den machen wir 6 Stunden, bevor wir den eigentlichen Teig machen. Machen wir dann noch den Sauerteig. Das hört sich jetzt ein bisschen verwirrend an. Wenn du das Rezept liest auf meiner Homepage, der Link ist hier unten in der Videobeschreibung, dann wird dir das klar. Wenn du dann dem Rezept schrittweise folgst, dann ist das ganz einfach. Genau, den Sauerteig kurz verrühren, abdecken und dann lassen wir den für 6 Stunden bei Raumtemperatur, bei Zimmertemperatur gehen. Und wenn der Sauerteig dann reif ist, dann machen wir den eigentlichen Teig und dann geben wir als erstes 180 Milliliter Wasser in eine Schüssel, dann eben das Brühstück, den Sauerteig, drei Gramm Hefe, das Vollkornmehl, und Salz. Und dann lösen wir das alles erstmal im Wasser auf, vor allem das Brühstück ist ein bisschen kompakt. Da muss man mit dem Schneebesen ein bisschen nachhelfen, dass sich das alles schön auflöst. Ja, und dann kommen 200 Gramm Weizenmehl Typ 55 dazu. So, und dann verkneten wir das alles. Jetzt habe ich doch das Wort kneten benutzt, aber ein anderes Wort zusammenschieben hört sich auch ein bisschen blöd an. Ne? Also wir kneten das so weit zusammen, bis die Zutaten gut zusammenhalten. Die Teigreste, die noch am Schüsselboden und Rand kleben, die lösen wir mit einer Teigkarte und arbeiten die auch noch in den Teig ein. Wichtig ist, dass das ganze Mehl mit Wasser benetzt ist. Soweit muss der Teig eben zusammengedrückt werden, zusammengeknetet werden. Ja, und dann stellen wir den Teig über Nacht in den Kühlschrank. Und das ist jetzt eben hier schon wieder am nächsten Morgen. Nehmen wir den Teig aus dem Kühlschrank und lassen den erstmal für 30 Minuten gehen. Und dann stürzen wir den auf die Arbeitsfläche und wiegen uns 8 Portionen zu jeweils 100 Gramm ab. Das Abwiegen ist nicht für Spießer, sondern das hat einfach den Hintergrund, wenn alle Teigstücke gleich groß sind, garen sie auch nachher beim Backen zur gleichen Zeit. Wenn ein Stück 80 Gramm wiegt und das nächste wiegt 120, dann ist das Stück, was 80 Gramm wiegt, zu gar und das, was 120 Gramm wiegt, ist in der Mitte noch klitsche vielleicht oder feucht und dementsprechend
ist es einfach wichtig, dass man sich den Teig genau abwiegt. 1 Gramm spielt jetzt keine Rolle oder 1,5 Gramm, aber 10 oder 20 Gramm sind schon ein großer Unterschied. Ja, und dann geht es ans Formen der Brötchen. Und dafür zieht man den Teig einfach von unten zur Mitte hin, einmal ringsrum. Wichtig ist, dass kein Mehl auf der Arbeitsfläche ist und dann kann man die Brötchen ganz leicht so rund schleifen. Einfach ein bisschen mit den Fingern den Teig ziehen und mit dem Daumen sozusagen den Weg begrenzen und dann kreisförmig drehen. Das geht fast von alleine, weil der Teig am Boden eben festklebt. Und dann wird Spannung aufgebaut und dann bleiben die nachher beim Aufgehen schön in Form. Wenn wir alle Brötchen geformt haben, dann walzen wir die noch zu einer Rolle. Und wer möchte, kann auch noch die Enden ein bisschen spitz zurollen. Dann werden das so kleine Spitzbrötchen. Die Brötchen müssen dann für 70 Minuten gehen und in der Zwischenzeit können wir schon mal den Backofen vorheizen auf 250 Grad Ober-Unterhitze und dann stelle ich mir hier ich stelle mir jetzt hier eine gusseiserne Backpfanne mit Bimssteinen in den Backofen. Andere verwenden Lavasteine, aber es ist ja auch ein Lavagestein. Das hilft einfach, um die Hitze zu speichern und nachher eben Dampf zu erzeugen. Wenn die Brötchen aufgegangen sind, dann stäuben wir die mit ein bisschen Mehl ab. Und schneiden die einmal ein. Einmal schräg einschneiden, so im 45 Grad Winkel circa. Ja, dann kommen die gleich in den Backofen. Dann ungefähr 1 Liter heißes Wasser in die Form am Boden geben, was auch immer du da verwendest. Vorsicht dabei bitte, wie man sieht, der Wasserdampf ist einfach heiß. Und ich habe mich dabei auch schon einige Male schön verbrannt. Ja, und dann backen wir die Brötchen für 20 Minuten eben mit diesem Wasserdampf. Dann nehmen wir die Pfanne aus dem Herd raus, reduzieren die Temperatur auf 210 Grad und backen die Brötchen nochmal für 8 Minuten fertig. Ja, dann nehmen wir die raus und lassen die auf einem Gitter abkühlen. Und jetzt kommt noch mal ganz schnell der Brötchenteig mitkneten. Die Zutaten für den Brötchenteig mitkneten sind die gleichen, also da gibt es keinen Unterschied. Nur im Timing ist der Unterschied, dass wir das Frühstück und den Sauerteig machen wir am Abend vorher fertig, also so ca. 12 Stunden bevor wir backen wollen. Ja, und am nächsten Morgen geben wir dann alle Zutaten in die Schüssel und verkneten die 10 Minuten mit den Knethaken des Handmixgeräts. Dann lassen wir den Teig 1 Stunde gehen. Wiegen die Brötchen wieder ab, formen uns die wieder. Lassen die wieder 70 Minuten gehen. Stäuben die mit Mehl ab, schneiden die ein und backen die genauso wieder 20 Minuten mit Dampf, 8 Minuten ohne Dampf und dann... Ich freue mich, dass du bis hierhin durchgehalten hast, mit mir zusammen diese leckeren Brötchen zu backen. Also die Brötchen ohne Kneten haben ja wohl schon mal wunderbar funktioniert. Also ich finde, die sehen ganz wunderbar aus. Und jetzt sind die anderen fertig und ja, schauen wir mal, wie die geworden sind. Ich bin schon total aufgeregt. Tada! Oh. Ein bisschen heiß. So. So, jetzt bin ich wieder da. Ganz wichtig, immer sofort die Brötchen nach dem Backen auf irgendein Gitter packen, damit die nachher auch noch knusprig bleiben. Denn wenn die jetzt da drauf bleiben, dann werden die von unten feucht und sind nachher nicht mehr knusprig. Und das wollen wir ja nicht. Ja. Mein Timing hat wirklich wunderbar funktioniert. Ich habe die nämlich beide parallel laufen lassen und ja, der Eismann kommt.
Aber der interessiert uns heute gar nicht, denn wir haben hier diese Brötchen, diese super leckeren Weizenvollkornbrötchen, auf die ich wirklich richtig stolz bin. Eine Sekunde. So, ich glaube, jetzt ist er vorbei, der Eismann. Ja, der Eismann, den mag ich gerne. Aber wie gesagt, wir sind hier bei den Brötchen. Also, welche von den beiden Methoden jetzt die einfachere oder die bequemere ist? Letzten Endes muss ich sagen, das musst du selber entscheiden. Es funktionieren beide. Der Teig hier ohne der Teig mit Kneten, der war ein bisschen weicher, aber ich sag mal, wenn man so vergleicht, die Brötchen sehen auch dadurch, die sind ein bisschen größer, also luftiger, auch ein bisschen heiß. Wir können ja gleich mal reinschauen. Also normalerweise eine Stunde warten, bis sie abgekühlt sind, aber wir wollen ja jetzt nicht noch zusammen eine Stunde warten hier. Also so. Sieht das gut aus? Ich probiere mal kurz. Super. Also, übrigens, Weizen-Vollkornbrötchen. Oh, ich habe einen Mund voll. Eine Sekunde. Ich mache schon mal ein anderes Brötchen auch. Auch wenn es ein bisschen weh tut. Oh, kann man das hören? Oh, super. Sieht man das? Ich hoffe, man sieht das Ei. Super luftig. Oh, herrlich. Also, ich würde sagen, mit Kneten sogar noch ein bisschen besser. Noch ein bisschen knuspriger. Entschuldigung, aber der Test muss ja einfach sein. Ne? Ich könnte ja sonst alles behaupten. Ich mache auch schnell. Ja, wie gesagt, welche Methode von beiden die einfachere oder die bequemere ist, musst du selber entscheiden. Mir persönlich ist aufgefallen, der Teig ohne Kneten hat sich beim Formen und also beim Portionieren leichter verarbeiten lassen, weil einfach das Mehl alles schon wesentlich besser aufgequollen ist. Der Teig ist eben, wie gesagt, ein bisschen kompakter, ein bisschen fester, lässt sich dadurch leichter verarbeiten. Ja, die Brötchen mit Kneten sind ein bisschen luftiger. Lecker schmecken beide, also ein Teig, 2 Rezepte. Es funktioniert, wenn man die richtige Reihenfolge einhält. Und ja, ich würde sagen, ich bin fertig für heute. Ich esse jetzt ein paar Brötchen und trinke einen doppelten Kaffee, weil das so ein Erfolg geworden ist. Ich freue mich richtig darüber, dass sie so gut geworden sind und ja, bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du eingeschaltet hast, dass du vor allen Dingen bis hierhin durchgehalten hast. Wenn du meinen Kanal Nico Staniszok noch nicht abonniert hast, sei so lieb, abonniere den Kanal. Das hilft mir wirklich sehr. Wenn dir das Video gefallen oder wenn dir das Video geholfen hat oder wenn dir das Video gefallen und geholfen hat, dann sei so lieb, lass mir einen Daumen nach oben da. Ansonsten lässt du mir halt einen Daumen nach unten da, wie du möchtest. Wenn du die Brötchen gebacken hast oder wenn du Fragen hast, lass mir einen Kommentar dazu da. Vor allen Dingen interessiert mich, welche von den beiden Methoden eben deine favorisierte ist, was du persönlich bevorzugst. Und dann können wir die Rezepte in Zukunft vielleicht auch ein bisschen mehr in diese Richtung gestalten, wenn sich da eine Mehrheit irgendwie mal rauskristallisiert. Ja, also das gesagt, verabschiede ich mich für heute. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich ziemlich freuen. Tschüss!